Hallo ihr Lieben, den Abschluss meines diesjährigen Winterspecials bildet ein österreichisches Original und zwar Kokoskuppeln. Für den Mürbeteig brauchen wir weiche Butter, Mehl, Puderzucker und Vanillepulver, ein Eigelb und eine Prise Salz. Für die Kokosbussal Eiweiß, Puderzucker, Kokosraspeln und Salz. Und für die Schokocreme weiche Butter, Puderzucker und Zartbitterschokolade. Falls ihr keine Buttercreme mögt, könnt ihr auch eine Ganache machen und wie das funktioniert, könnt ihr im Rezept auf meinem Blog nachlesen. Außerdem braucht ihr Schokoglasur gekauft oder selbst gemacht und Kokosraspeln. Für den Mürbeteig gebt ihr in eine Schüssel die weiche Butter mit dem Puderzucker und Vanillepulver, fügt die Prise Salz und das Eigelb hinzu und verrührt die Zutaten kurz miteinander. Fügt das Mehl hinzu und knetet nur so lange, bis ihr einen kompakten Teig bekommt. Legt ihn auf ein Stück Frischhaltefolie, drückt ihn platt, damit er schneller auskühlt und stellt ihn in den Kühlschrank für 1 bis 2 Stunden. Währenddessen kümmert ihr euch um die Kokosmakronen. Dafür wird das Eiweiß, und dieses sollte auf Zimmertemperatur sein, mit einer Prise Salz cremig geschlagen. Wenn die Masse dann so aussieht, könnt ihr nach und nach den Puderzucker hinzufügen und so lange weiter mixen, bis ihr eine schöne stabile Masse habt. Ihr seht, der Eischnee ist schön stabil, aber auch noch cremig. Und jetzt könnt ihr in 2 Touren die Kokosraspeln einarbeiten. Füllt die Makronenmasse in einen Spritzbeutel um und schneidet eine Öffnung hinein. Befeuchtet ein großes Backofenblech und legt es mit Backpapier aus, so dass das Backpapier auch richtig schön haftet. Bereitet einen runden Ausstecher mit 4 cm Durchmesser vor. Taucht diesen in eine Schüssel Wasser, lasst das Wasser ein wenig abtropfen auf einem Stück Küchenrolle und jetzt befüllt ihr den Ausstecher mit der Makronenmasse. Lasst zwischen den Kokosbussallen ein bisschen Platz, sie gehen zwar nicht extrem auf, aber sie sollen auch nicht aneinander kleben. Mit einem angefeuchteten Finger entfernt ihr die Zipfel und könnt die Kokosmakronen in den Ofen schieben, und zwar bei 150 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 15 Minuten. Nach ungefähr 5 bis 10 Minuten auf Zimmertemperatur lassen sie sich leicht vom Backpapier lösen und sehen so aus. Sie haben also nur eine minimale Bräunung. Lasst sie jetzt vollständig auskühlen und ich erkläre euch jetzt nur ganz kurz, wo man hier einen Fehler machen kann. So sehen die Kokosmakronen aus, bei denen ihr die Eischneemasse nicht lange genug geschlagen habt. Die schmecken super, aber die gehen beim Backen so auseinander und verlieren ihre Form, dass sie sich eben für Kokoskuppeln nicht eignen. Jetzt ist der Boden an der Reihe und dafür nehmt ihr denselben 4 cm Ausstecher wie auch vorhin. Zerbröckelt den Teig in größere Stücke, erwärmt ihn ein wenig mit den Händen und rollt ihn auf ca. 3 bis 4 mm Dicke aus. Um ihn nicht auszutrocknen, solltet ihr nicht zu viel Mehl verwenden, sondern nur so viel, dass der Teig nicht an der Arbeitsfläche klebt. Stecht viele kleine Kreise aus und legt sie auf ein mit Backpapier belegtes Blech. Backt sie im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 8 bis 10 Minuten. In der Zwischenzeit könnt ihr über einem leicht köchelnden Wasserbad die Schokolade für die Schokocreme schmelzen. Lasst die Schokolade vollständig auskühlen, denn nur so gelingt euch die Creme. Die fertigen Keksböden haben nur von unten eine leichte Farbe und auch am Rand. Lasst sie auf jeden Fall vollständig auskühlen und bereitet auch gleich die Creme vor. Dafür mixt ihr einfach die weiche Butter mit dem Puderzucker cremig und fügt nach und nach die geschmolzene, ausgekühlte Schokolade hinzu.
Kurz verrühren und ihr könnt die Creme in einen Spritzbeutel umfüllen. Ich lege die Keksböden immer auf ein Tablett und zwar mit der Unterseite nach oben und setze auf jeden Keksboden einen Tupfer von der Creme. Auf die Cremetupfer setzt ihr vorsichtig die Kokosmakronen. Stellt die Kokoskuppeln für 1 bis 2 Stunden in den Kühlschrank, denn dann ist die Creme schön fest und ihr könnt sie wunderbar tunken. Seht ihr, genau das meine ich. Boden, Creme und Kokosmakrone sind eins. Bereitet die Schokoglasur vor und schmelzt die Schokolade über einem leicht köchelnden Wasserbad. Jetzt könnt ihr eure fast fertigen Kokoskuppeln eintunken. Wer mag, verleiht ihnen mit etwas Kokos den letzten Schliff und das war's auch schon. Dann legt ihr sie auf ein Tablett, welches ihr mit Backpapier belegt habt und lasst sie im Kühlschrank wiederum vollständig auskühlen. Ist die Schokolade schön fest, sehen sie so aus und ihr könnt probieren. Die original österreichischen Kokoskuppeln haben eigentlich einen Boden aus Oblaten, aber weil man die nicht in jedem Supermarkt findet, finde ich ist so ein Mürbeteigboden eine gute Alternative und ihr seht, er ist auch ratzfatz zubereitet. Ich hoffe, mein diesjähriges Winterspecial hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, hinterlasst mir auch einen Kommentar und ihr könnt mich gerne auch auf Facebook, Pinterest und Instagram besuchen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video.